Eleonor, schön dürfen wir bei Ihnen sein. Es ist toll hier bei Ihnen in dem Haus in Riechen. Gehen wir mal weit zurück. Sie sind in Basel aufgewachsen. Mhm. Was hat Sie geprägt als Kind? Prägt. Also wenn Sie jetzt auf die Innenarchitektur gehen, dann kann ich Ihnen sagen, dass ich schon als Kleinkind immer, wenn wir einen Ausflug gemacht haben, die Wurzeln der Bäume gesucht habe und dort eine Einrichtung gemacht habe. Also der Grundriss ist mir immer sehr wichtig, schon als Kleinkind. Ja. Aber das sehe ich, das projiziere ich jetzt. Damals habe ich nicht gedacht, dass es ein Grundriss ist. Aber dann haben Sie ja dann nach der Schule, nach der Ausbildung eingeschwenkt auf Innenarchitektur. Wie ist denn da dazu? Nein, ich bin zum Gymnasium aus, weil es mir gestunken hat, und bin an die Gewerbeschule gegangen. Das hat aber bei mir daheim keine Begeisterung ausgelöst. Und dann habe ich alles meinem Papa erzählt, was in der Jurisprudenz passiert. Ich habe nicht gesagt, ich studiere, aber ich habe so durchblicken lassen, dass ich auf seinem Gebiet bin. Denn er hat gefunden, also Gewerbeschule, das ist das Milieu. Das ist etwas, was man nicht macht. Also dann ist so gestalterische Vorbilder haben Sie nicht in der Familie? Nein. Und wie war es denn an der Schule? An der Schule, also ich habe das in 2 Perioden gemacht. Die erste mit dem Richi, in der gleichen Klasse mit dem Artaria, wo ich zum Gymnasium aus bin. Denn in dieser Schule hat man ja entweder Schreiner sein oder die Matur haben. Ich war weder Schreiner, noch hatte ich die Matur, habe aber gelernt Schreiner. Denn in dieser Schule hat man auch eine Werkstatt und einen Schreinerlehrer, Sedelmeier. Und das war ein bisschen hart, weil die meisten Buben haben keine Freude an mir. Im Gegenteil zu Italien, weil ich dann nach Italien komme, wo alle alles gemacht haben für einen. Man hat gemeint, man sei die Lollobrigida. Wie war es denn in dieser Schule? Was haben Sie denn gelernt? Oder was ist so ein bisschen in Basel? Ja, also hauptsächlich beim Artaria. Das wie ich Ihnen schon der Richi gesagt habe, der ja länger bei Ihnen war. Ich bin ja nur ein Semester dort gewesen. Dann bin ich ja nach Mailand. Aber der Artaria, das sind einfach interessante Lektionen gewesen. Er war aber ein ganz strenger Lehrer. Und wir haben viel gelernt. Also noch heute, wenn ich Fassaden anschaue, dann kommen mir sofort die Fehler der Renovationen in den Sinn. Weil er war hauptsächlich ein Architekt, nicht ein Innenarchitekt. Eben Paul Artaria, das ist einer der Pioniere der Moderne. Ja, er ist in einem Bauhaus hat er geschafft vorher. Genau. Ja, das war ein ganz toller Mensch. Und das hat Sie dann auch geprägt, auch von Ihrem Bild her? Das hat mich schon geprägt. Er hat mich zwar wahrscheinlich eine der schlechtesten Schüler gefunden, denn ich weiss, wenn wir Aufnahmen machen, nicht fotografische Aufnahmen, sondern Messaufnahmen, wenn man raus ist, Aufnahmen machen, hat er immer gesagt, dann nehmen wir das und das mit aus Freilein Peduzzi. Weil ich immer die Waage war, die Hälfte vergessen hat. Aber das war ja so hochinteressant. Und in Mailand hat mir das sehr viel geholfen. Denn die kulturell viel weiteren Studenten in Mailand als wir waren, die haben aber nicht zeichnen. Und ich habe dann Perspektiven für alle gemacht. Aber jetzt nochmal schnell zurück auf Ihre Jugend, Ihre Adoleszenz in Basel. Ah, ja. Haben Sie denn die Gewerbeschule, das haben Sie dann fertig gemacht? Das habe ich eben in 2 Phasen gemacht. Ich bin vom Gymnasium, vom 6. Jahr, also 2 Jahre vor der Matur, bin ich zu der Schule aus in die Gewerbeschule gegangen. Genau. Weil ich gefunden habe, das wollte ich machen. Und dann gar nicht daran gedacht, genau, was für eine Ausbildung das sollte sein. Ich habe einfach, da war der Grüniger noch Direktor gewesen. Und der hat mich dann interviewt und hat gesagt, ja, also sind Sie sicher, dass Sie nicht die Matur machen vorher, damit Sie etwas in der Hand haben. Denn Schreiner sind Sie auch keine. Und an dieser Schule muss man entweder ein Schreiner sein, also ein Handwerker sein, oder Matur haben. Und ich habe dann überzeugt, dass ich trotzdem bleiben. Vor allem ist dieser Beruf ist ja nicht eine Wahl von mir, sondern
ein Ersatz. Ich habe ja eigentlich Musik studieren. Und dann habe ich gesehen, dass mein Talent limitiert ist. Also ich habe Klavier und Orgel gespielt, aber mit der Komposition ist es nicht weitergegangen. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist jetzt etwas, was ich eher kann. Also das ist schon richtig Innenarchitektur, ist das richtig? Die Schule schon, ja. Ja. Heisst Fachklasse für Innenausbau. Fachklasse FFI. Ja. FFI. Und dann bin ich nach Mailand. Schon dann? Ja, ich habe nur die ersten 2 Semester dort gemacht. Und dann bin ich nach Mailand gegangen. Und dann bin ich dort, am Polytechnikum habe ich mich nicht einschreiben, weil ich ja die Matur nicht hatte. Aber ich durfte als Studentin, als Hörerin, in die Schule gehen. Und dann habe ich gefunden, ja, und Innenarchitektur hat es ja nichts gegeben. Dann habe ich mich noch eingeschrieben in Brera, in der Akademie di Brera, bei der Bühnenbild. Warum denn gerade Mailand von Basel? Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Es hat einen Grund, aber im Moment weiss ich nicht. Also Sie sind auf Mailand, ans Polytechnico und an Brera. Ja. Und dann? Haben Sie dort Dann habe ich die erste Mann kennengelernt. Während dem Studium bin ich hier und da ja die italienischen Kollegen nicht haben können zeichnen und ich für alle Perspektiven gemacht habe, weil ich zeichnen habe können, dank Bataria. Und dann bin ich hier und da in einem Büro arbeiten. Mhm. Ins Büro von Leonardo Fiori und dem Alessandro Riva. Und er ist Ingenieur der Ingenieur dort, und dann haben wir eine Geschichte angefangen. Also ich erzähle jetzt nicht alle Details, das ist auch noch lustig, wie es gegangen ist, aber jedenfalls habe ich mich dann verliebt in den Alessandro Riva, wo ich sehr viel schlecht davon. Wir waren ja 20 Jahre mit ihm gewesen. Also ich bin nicht etwa, meine 3 Männer, jeder ist mir ab. Ich bin nie austreten. Ja, nach einer gewissen Zeit vertragen sie mich nicht mehr. Dann haben Sie zusammen mit Ihrem Mann gearbeitet? Ja, ist das richtig? Was haben er Sie war auch Ingenieur. Genau. Zum Beispiel ganz spezielle Abdeckung entwickelt. Also das Gebäude vom Supermarkt in Mailand. Heißt jetzt das auf Deutsch? Supermercato? Ja, dell'Esselunga. Das ist eine Firma, eine Supermarktkette. Mhm. Er hat Fabrikgebäude gebaut, wo ganz spezielle er hat eine Abdeckung erfunden, die sensationell war. Es war in Amerika publiziert und überall. Aber in Italien hat er den Streit bekommen. Er war nicht sehr friedfertig und sehr stolz. Und der Besitzer, der ihm den Auftrag gab, war sehr arrogant. Und dann haben sie sich verstritten. Also er war wieder friedfertiger. Haben Sie denn auch eigene Projekte gehabt? Zum Beispiel Schule doch nicht. Sie sind dann noch in die Schule gegangen? Wir reden jetzt von der Schule. Also ich bin ans Polytechnikum hören und an Brera für das Bühnenbild. Genau. Und habe übrigens einen Wettbewerb gewonnen. Fürs Bühnenbild. Und zwar ist das eine Oper von Scarlatti, wo der Giulio Confalonieri fertig geschrieben hat. Das war im Computer. Da habe ich das Bühnenbild gemacht. Und wisst ihr, wieso ich den Wettbewerb gewonnen habe? Nein. Weil ich eben keine Bühnenbilder gesehen bin und das als Architekt gemacht habe. Und das ist ausgeführt worden an der Accademia di Siena. Und der Regisseur ist fast gestorben vor Mühe. Weil ich habe natürlich etwas erfunden. Und zwar, dass eine Oper ist, wenn der Hauptdarsteller fertig gesungen hat, ist ein Panel gekommen und hat ihn abgedeckt. Also auf Räder, nicht ein Vorhang. Und dann ist hat der Nächste gesungen und dann ist ein Panel gekommen über den anderen Sänger. Und der Regisseur ist fast verzweifelt, hat es aber machen, weil das musste ausgeführt werden.
Und das ist mein einziges Bühnenbild, das ich in meinem Leben gemacht habe. Aber ich habe den Wettbewerb gewonnen. Wahrscheinlich, weil die Juroren noch nie so etwas gesehen haben. Wo Sie dann die Schule fertig hatten? Das war während der Schule. Ja. Und wo Sie die Schule abgeschlossen haben, wo Ja. sind Sie denn eingestiegen? Was sind Ja, so ich Ihre... bin dann wieder zurück auf Basel, die Schule fertig gemacht. Ja klar, ich bin ja zu der FFI rausgelaufen, nach Mailand. Habe dann das Mailänder Intermezzo gemacht und dann bin ich wieder zurück, weil meine Eltern wollen, das ist etwas, was ich anfange, fertig machen. Okay. Darum bin ich zurück auf Mailand und habe die FFI mit anderen Mitschülern, die nachher eingestiegen sind, habe ich dann das fertig gemacht und habe ein braves Diplom gemacht. Sehr gut. Und dann haben Sie noch in Basel geschafft? Oder Nie. sind Sie dann... Nie? Nie. Nie in Basel Nein, geschafft? nein. Ich bin dann mit meinem Mann, haben wir im Mailand ein Büro aufgemacht, wo er seine Sachen gemacht hat und ich habe entweder für ihn etwas gemacht. Wenn er zum Beispiel eine Fabrik gebaut hat, dann habe ich das so dürfen das Büro machen oder so die kleineren Sachen. Und was ist denn, also ich habe, was ich so ein bisschen über Sie gelesen habe, habe ich gesehen, bei Ihnen geht es immer auch ein bisschen darum, mit anderen zusammen zu arbeiten. Das ist hauptsächlich in meiner Welt als Konsulent. Denn ich bin überzeugt, dass man gar nichts allein machen kann. Also, Sie haben vielleicht zum Beispiel gelesen von Murano. Ich habe Murano kennengelernt, weil mir der Besitzer von der Artemide, wo wir die Lampe gemacht haben, hat er mich nach Murano geschickt fürs Glas. Dass ich das lerne, wie man das macht. Und da habe ich den Luciano Vistosi kennengelernt, der ein grossartiger Glasblöser ist. Nicht Blöser, ein Glasdesigner, ein Künstler. Und der hat mich eingeführt in das Murano. Da habe ich gelernt, wie zum Beispiel die so etwas machen, die fangen schon als Kind an, als junger Bub, müssen die anfangen mit den Lungen sich so ausbilden, dass sie das machen können. Denn sie nehmen ja ein Klumpen heisses Glas mit ihrem Stab auf und füllen dann mit ihrer Luft das füllen. Und ich hätte nie die Bola machen, die im MoMA ist, wenn es nicht solche Handwerker gehabt hätte. Ich kann schon die Idee haben, aber machen kann ich es nicht. Darum finde ich es immer wahnsinnig wichtig. Mein Mann zum Beispiel, der auch Ingenieur war, hat sich immer beklagt, wenn ihr jede Skizze, die ihr macht, machen alle ein Geschiss draus und publizieren es. Von den Ingenieuren redet nie jemand. Dabei sind wir ja die machen, dass es steht. Genau. Also das Zusammenarbeiten, gibt es denn noch andere Bereiche, wo Sie mit Industrien oder Gestalter oder Handwerker zusammengearbeitet haben? Natürlich immer. Man macht nichts. Also bei der Artemide haben sie mich ja nach Murano geschickt. Genau. Da habe ich mit dem Vistosi. habe ich eine Beziehung zu Murano bekommen und zum Glas. Und Sie sehen ja dort von dem Zeug, das noch gestern fotografiert worden ist, ich habe Haufen Sachen gemacht mit dem Glas. Genau. Und in der Schweiz kennt man eigentlich ein Produkt von Ihnen oder eine Entwicklung von Ihnen sehr gut, wo ja auch eine Zusammenarbeit war, und zwar für das CD, das Sofa. Ja, das ist die einzige Sache, weil da kommt der Teddy Hablötzl ins Spiel. Er war der Art Director von der Desede und Desede hat frischen Wind gebraucht. Dann hat er junge Leute angefragt und hat eine Art, Dingsheft, wie sagt man jetzt, ein Auftragsheft gemacht. Also das Pflichtenheft? Ja, und hat uns gesagt, eben, also wir sind nicht zusammen gewesen, was die Desede gerne hätte. Und da hat es Auflagen wie, es muss Leder sein, und eben auch der Verschnitt vom Leder ist wichtig und alles das Zeug, das die von dieser Desede jetzt überhaupt nicht mehr wissen, um was es geht. Darum haben sie so einen blöden Stoff drüber hier im Showroom. Nein, ich meine, das kann man ja nicht.
Aber das ist eben ein Schicksal von diesen Firmen, die verkauft werden. Denn die Desede ist ja gegründet worden von einem grossartigen Sattler. Der Herr Lüthi war ein fantastischer Sattler, aber eben ein Sattler. Von anderen Sachen hat er nicht viel gewusst, aber das hat er können. Er ist primär vom Leder ausgegangen. Er ist primär vom Leder ausgegangen. Ja, er hat auch ein Leder entwickelt. Sie haben ein eigenes Leder in Gerbelo, wo zum Beispiel die Rolls-Royce für ihre Spezialausgaben braucht hat. Und er eben, also das ist ein ganz dickes, es sieht aus wie ein Elefantenleder. Das hat er erfunden, die Gerbung. Und jetzt bei der Sede? Sind das bei der Sede, sagen wir ja, der Hablötzl hat uns das Pflichtenheft gemacht und gesagt, er brauche eine neue Kollektion für die Desede. Genau. Er hat übrigens auch den Namen erfunden, der Teddy Hablötzl. Es wundert mich, dass wir nicht mehr über ihn reden. Gut, er ist jetzt krank, aber also, der war sehr wichtig im Panorama vom Design in der Schweiz. Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen von dem? Und dann hat er uns das Pflichtheft gegeben und wir haben hier Zeichnungen gemacht. Und dann, als man die Zeichnungen angeschaut hat, alle miteinander, hat man gesehen, dass 4 von uns die gleichen Vorschläge gemacht haben. Denn da hat es ja auch noch andere dabei gehabt. Einer ist zum Beispiel der Rubald Klug, der hat auch ähnliche Sachen wie wir gemacht, aber der hat gesagt, ich will nicht ich will meine Royalties für mich allein, ich will nicht teilen. Und ist abgesprungen. Und 7 Stück wird ja immer noch produziert von der Sede. Und wir haben dann gesagt, ja klar, das machen wir zusammen. Und dann hat man sich einmal beim Ueli Berg getroffen. Aber in Mailand ist dann das Gebilde geboren. Da sind Sie also mit Ihren Schweizer Kollegen, also es ist noch der Klaus Vogt. Klaus Vogt und der Ulrich. Heinz Ulrich und der Uli Berger. Vor allem der Uli Berger. Genau. Der Uli Berger war so ein bisschen die treibende Kraft gewesen. Und dann sind Sie also auf Mailand, haben Sie geflohen auf Mailand und haben es dort fertig gemacht? Mein Atelier war in Mailand. Und man ist ja einmal bei dem, einmal beim anderen arbeiten. Und bei uns in Mailand, und zwar nach meiner Auffassung, ist es fertig geworden, weil sie einen Match hatten. Und alle haben an diesem Match wollen, am Sonntag. Und dann sind wir ein bisschen energischer reingelegen, weil alle an diesem Match wollen. Sie auch? Nein, ich nicht. Also dann haben Sie es dort gezeichnet und was ist denn die Reaktion? Also eben, man weiss, das Sofa wird ja bis heute produziert, ja. Aber ist denn die CD drauf? Nein. Ich war gewohnt mit den Italienern, die ja jedes Jahr eine Neuigkeit haben wollen für an die Messe gehen. Darum hat man immer jemanden gefunden, wenn man etwas machen wollte. Nur nach der Produktion ist dann meistens nicht gekommen. Es ist dann meistens nur der Prototyp geblieben. Und bei der Sede hat es eine grosse Überzeugung gebraucht, weil es hat damals schon gegeben von der Gini Boeri, von der Mama von Boeri mit der Cancun-Geschichte. Sie hat für die Arflex ein Sofa gemacht aus Gummi, das so eingeschnitten war, dass man es können. Also das ist eigentlich nicht brauchbar gewesen. Denn es ist, ich weiß gar nicht genau, für was sie das damals gemacht hat. Und der Sede hat gesagt, das haben sie abgeschaut, der Gini Boeri. Ich habe es gar nicht kennt. Weil es ist so eine andere Welt. Es ist ein Kunstobjekt eigentlich. Das von der Gini Boeri. Und dann haben wir sie zuerst überzeugen, dass das also etwas anderes ist. Kein Plagiat. Und dann ist es etwa 2 Jahre gegangen, bis endlich einmal ein Prototyp gestanden ist. Und ich war gewohnt, dass ein anderes Tempo da ist und auch eine andere Begeisterung. Ich muss sagen, bei der Desede hatte es einen Tapezierer gehabt. Ich weiss leider nicht mehr, wie er heisst. Denn seine Frau war die, die Public Relations gemacht hat. Und er war ein Tapezierer und er war ein ganz fantastischer Mensch. Da haben wir einen Haufen gelernt. Und bei der Desede zum Beispiel haben wir schon damals gesagt, man kann doch nicht jedes Mal für jeden Stuhl eine ganze Kuh metzgen. Darum haben wir die Streifen gemacht, damit man
dass man nicht ein ganzes Leder braucht, sondern dass man die Streifen, die Lederstreifen kann man ja jointen, wie man ansetzen. Ja. Ja. Und da kann man alles von der Haut brauchen, weil man kann sie ja ansetzen, weil der Streifen, das sieht man ja nicht, weil da ein Ötchen zwischen ihnen ist. Nein, die Bewegung ist wieder etwas anderes. Das ist wie eine Ente. Ja, genau, wie die Füße von den Enten mit den Schwimmhütern zwischen. Genau. Jetzt, wenn man so ein bisschen um ihre Sachen herumgeht, dann ploppen da ziemlich Namen auf. Also Sie haben schon gesagt, Sie haben das aus dem Aluminiumprofil die Möbel. Lega Leggera, ja. Genau. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Das ist so noch in den 50er Jahren oder späte 50er Jahre. Also ich bin in den 50er Jahren auf Mailand gekommen. Ja. Es ist wahrscheinlich schon 60, die ersten 60er Jahre. Oder ich weiss nicht mehr, wenn wir das Büro aufgemacht haben, aber also, wahrscheinlich war es schon 60 gewesen. Und was war denn der Anlass, um das überhaupt zu entwerfen? Unser Büro. Es hat keine Büromöbel gegeben, anständige. Es hat nur, Miller Collection hat es damals schon gegeben, aber das war unerschwinglich für uns und darum haben wir die Sachen selber designt, was wir gebraucht haben. So wie mit dem Kinderbett. Das mit dem Kinderbett, wo ich eine Busche bekommen habe, habe ich auch gesagt, ich tue das doch nicht in den Käfig, wo Kinderbetter sind. Die haben alle zusammen so Käfigstangen. Und dann habe ich das Bettchen designt, wo Stoffbahnen hat, wo die Matratze heben und das Kind kann auch durchschauen oder hat nie eine Gitterform im Gesicht. Ist denn das Kinderbett in Serie gegangen oder ist das am Anfang schon, aber beim Bernini, der auch Büromöbel gemacht hat, das ist der ganze hoch, das war einfach der Beste, den es gegeben hat. Aber das war dann so sauteuer, dass sie etwa 6 Stück gemacht haben. Das ist lustig. Und nachher ist das La Leggera, Lega Leggera, das ist das Aluminium. Genau, Lichtmetall. Ist dann auch für Cassina produziert worden? Stimmt das? Cassina hat das produziert, ja. Sind Sie denn, wo Sie in Mailand waren, so ganz in den Kuchen hineingeraten? Also haben Sie dann all die klingenden Namen und Fabrikanten kennengelernt? Alle kennengelernt, ja. Und also auch, ich meine, der Sozzas und die 3 Brüder Castiglioni. Ich habe ja mit dem einen Castiglioni die Halogenbeleuchtung gemacht in der Villa Paradiso. Das ist das erste Mal, wo man Halogenlicht fürs Private gebraucht hat. Ich weiss nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich habe oben, ich zeige es noch, eine Publikation. Das ist, die Villa Paradiso ist ein historischer Bau in Genua. Und Beleuchtung, gut, das hat im Esszimmer schon Lampadario, eine Lampe über dem Esstisch, aber in diesen grossen Räumen hat man das nicht brauchen, eine Lampe. Und darum haben wir dort die Drähte gespannt. Und der Castiglioni hat dort als erstes, also der Livio Castiglioni, der fürs Licht verantwortlich war, der hat dort als erstes Mal das Halogenlicht, das System, das ist nachher ein System geworden. Das ist praktisch der Prototyp in dem spannend. Ja, und das war eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Das ist schon Zusammenarbeit, in dem er die Beleuchtung machen. Und eigene innenarchitektonische Projekte von Ihnen? Ja, also ich meine, unsere eigene Wohnung habe ich natürlich umgebaut. Wie auch das habe ich auch umgebaut. Also umgebaut. Fenster aufgemacht, Türen aufgemacht, Räume. Braucht man ja anders als in der Geschichte. Und eine von meinen Spezialitäten war bei den alten Häusern, den Grundriss umzukehren. Denn in Mailand zum Beispiel sind immer die Offiziellen, die Haupträume, die sind auf die Strasse rausgegangen. Und hingegen die Küche und die Dienstbotenräume auf den Garten. Und das habe ich umgekehrt. Das war wahrscheinlich früher interessant und heute? Früher hat man Fassaden hat man sein und auf der Strasse hat man jemanden sein und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt will man die Ruhe haben vom Garten und der Lärm von der Strasse nicht. Und dann habe ich die, also eins ist auch publiziert in der Via Spiga. Das ist auch ein Haus aus dem 17. Jahrhundert.
Und der Kunde von mir, der hat dort allein gelebt und dann habe ich ihm die ganze Musik umgekehrt. Und dann ist die alte Besitzerin einmal gekommen und hat mich umarmt und hat gesagt, dass man so etwas machen kann aus meinem Haus, hätte ich mir nie getraut. Sehr schön. Das ist meine grösste. Ist das die Casa Mariani? Ja. Und andere Bauten, die Sie noch umgebaut haben in Mailand? Verschiedene in Mailand. Ja. Das war eine meiner Spezialitäten, dass ich einfach den Grundriss Für mich ist der Grundriss das Wichtigste in der Architektur. Denn hauptsächlich in den historischen Bauten hat man ja die Häuser anders gebraucht. Erstens hat man Personal gehabt, hat die nicht verschnauen, das hat man heute nicht mehr. Und zweitens hat man eben den Lärm nicht von der Stadt, sondern man wollte repräsentieren. Und das ist eine von der Formeln, die ich gemacht habe und die meine Kunden geschätzt haben. Maddalena de Padova, also sie und ihr Mann haben die de Padova gegründet auf Lizenz. Sie haben ein Lizenzprodukt gemacht, ein Kastensystem von einem deutschen Holzäpfel und Miller Collection auf Lizenz für Italien und Frankreich und Spanien, glaube ich. Denn der Fehlbaum, also die Vitra, hat die nordischen Länder gehabt und die Padova, die haben die Mittelmeerländer gehabt, also eben Italien, Frankreich, Spanien. Das war ihr Markt. Und der Fernando de Padova, der hat eine tolle Fabrik gebaut, ausserhalb Mailand. Und Maddalena de Padova war immer dagegen. Sie hat die Fabrik nicht geschätzt. Sie war eine grosse Verkäuferin. Sie hatte einen Laden im Zentrum von Mailand und sie war eine Frau, die ihnen alles verkaufen konnte. Also wenn sie dort rein sind, eine Kerze kaufen, dann hat sie gesagt, ja, Kerzen haben wir in allen Farben, wenn sie alle. Oder dann sagt sie, wo tun sie denn die Kerzen hin? Wir haben auch Kerzenständer. Und wo stellen sie denn den Kerzenständer? Und so ist es weitergegangen. Also sie sind eine Kerze kaufen und sind mit einer ganzen Haushaltung heimgekommen. Genial. Sie war eine geniale Verkäuferin. Hat aber die Fabrik nicht geliebt. Und dann ist leider ihr Mann lungenkrank geworden. Und sie hat, und das muss man absolut unterstreichen, sie hat nie etwas von der Fabrik gefragt. Damit er nicht merkt, dass sie denkt, er stirbt. Hat überhaupt nichts gewusst von dieser Fabrik, wie das läuft, wie das nicht läuft und so. Und dann ist er gestorben. Und sie hat die Fabrik übernehmen und mit den Amerikanern, die sie gar nicht kennt haben, von der Miller Collection zusammenarbeiten. Und also, es war gar keine schöne Zeit für sie. Und ihre Kinder waren ja noch ganz jung, als ihr Mann gestorben ist. Und dann haben wir uns kennengelernt auf einer Architekturreise. Und dann hat sie mit dem Reden gefunden, das ist einmal jemand, der die Sachen anders sieht. Und hat mich dann gefragt, dass ich ihr helfe. Denn sie hat ja niemals gehabt, der Ingenieur, der die Fabrik geleitet hat, sie hat ja die nicht fragen können, weil sie nichts gewusst hat. Und dann bin ich ihre Konsulentin geworden. Und auch ihre Freundin. Wir haben dann auch Reisen zusammen gemacht und sind sehr gut ausgekommen miteinander. Und dann hat sie natürlich gesehen, wie zum Beispiel hauptsächlich die Amerikaner, ich will nicht schlecht reden von der Miller, aber die haben immer gewisse Reserven gehabt. Ja, da ist nur noch eine Frau da. Der Mann ist gestorben, ja, und so. Und dann haben wir zusammen eine eigene Kollektion aufgebaut. Also de Padova hat kein einziges eigenes Stück gehabt, wo ich reingekommen bin, sondern hat alles auf Lizenz gemacht. Und dann haben wir angefangen. Und was war denn da dabei gewesen? Ja, das Tolle war, dass sie dann nachher Freundschaft geschlossen mit dem Magistretti. Und da war natürlich die Zusammenarbeit wirklich wunderbar gewesen. Beim Nachtessen hat sie dann gesagt, ja, Vico, ich hätte gerne, ich müsste unbedingt ein neues Bürstengestell haben, das Ding und so, ja. Und dann hat er auf jedem Fetzen, der rum war, hat er eine Skizze gemacht.
Und das habe ich dann am Tag nachher mit ins Büro genommen. Und das haben wir dann mit unseren Ingenieuren und unseren Mitarbeitern entwickelt. Und er hat es kontrolliert, er hat schon geschaut, was man macht. Aber er hat nie, also man hat nie, wie wir das gewohnt sind, ein Projekt gezeichnet. Und Sie haben dann aber auch für De Padova, also für die Marken entworfen? Nein. Nicht? Nie. Nie. Und ich habe nicht eine Schülerin, aber so Turkiola, die hat ja bei mir angefangen und ist nachher zu De Padova gegangen. Aber ich habe mir verboten. Wenn ich Konsulent bin, dann mache ich nichts für die Firma. Sonst verliere ich die Übersicht. Und ich habe es ihr auch gesagt. Ich habe gesagt, das darfst du nicht machen. Du darfst nicht jetzt mit der Casina zeichnen, wenn du willst, ein guter Konsulent sein. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen definieren, Konsulent. Ich glaube, das ist ein Begriff, der sich ein bisschen verändert hat. Inwiefern haben Sie denn Maddalena De Padova beraten? Ja, ich meine, in allem, was nicht das Finanzielle ist. Das ist schön. Was man soll machen, was man braucht. Ich habe mit ihr einen sehr schönen, das habe ich auch beim Böllen, beim Artaria gelernt, einen schönen Plan gemacht mit allen Sachen, die eine Haushaltung brauchen könnte. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, das und jenes. Und so Eckli. Und dann habe ich gesagt, schau mal, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Dann haben wir die Stückliste gemacht und gesucht, wer könnte das lösen. Also das Einzige, was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, ist Kochen. Weil Kochen ist nicht schwieriger zu machen als ein Sofa, aber das ist servicebedingt. Da muss man Leute haben, die das installieren, die das kontrollieren, die zusammenarbeiten mit Elektrodomestischen und so. Und dann haben wir also Küchen und Badzimmer haben wir auch ausgeschlossen. Aber alles andere für die Haushaltung haben wir aufgeschrieben, was wir brauchen. Und dann sind wir suchen, wer ist das echt schmierte. Und das war spannend. Und wie lange war denn die Zusammenarbeit? Also 50 Jahre. 50 Jahre. Also ich weiss nicht, wenn eben der Magistretti dann ihr Partner geworden ist, ist das sehr leicht gewesen, mit ihm zu arbeiten. Bis er krank geworden ist, hat man also, wie gesagt, man braucht da ein Sofa, das so und so ist. Dann hat er eine Skizze gemacht und dann ist man am Tag nachher, hat man das in der Firma entwickelt. Das ist sehr, sehr tiefig gegangen. Jetzt etwas ganz anderes, Beratung oder Zusammenarbeit. Fiorucci. Ja. Das ist Was klingt da an? Ja, Fiorucci war damals in Mailand die Revolution. Weil sein Laden, das waren Kleider, er ist geboren als, also seine Eltern hatten einen Finkenladen gehabt. Und er hat den Finkenladen übernommen und hat dann einfach alle Finken in alle Farben gemacht. Also ein super Finkenladen. Mailand hat kein Mensch einen Finken gekauft, ohne dass man zum Fiorucci ist. Und dann von den Finken ist er auf die Stiefel gegangen und hat den Stiefel in alle Farben gemacht. Das hat es auch nie gegeben. Gelbe oder rote oder grüne Stiefel. Hat er gemacht und mit dem hat er dann sofort Erfolg gehabt. Darf ich schnell nachfragen? Ja. Das war wann? Weil ich bin als 60er Jahre. Ja. Ich habe Fiorucci Kleider getragen. Ja, und das ist dann nachher gekommen. Sein Erfolg ist gekommen von dieser Vision, etwas machen, aber durch. Nicht? Also, es hat keine Finken gegeben, die er nicht gemacht hat. Und nachher hat er sehr gute, eigentlich ist sie eine Bildhauerin, hat ihm den Laden gemacht in Mailand. Jetzt entfällt mir gerade, das ist nicht gerade elegant, aber entfällt mir jetzt gerade der Name von ihr. Also, das habe nicht ich gemacht, das hat sie gemacht. Der Laden. Und sie ist aber eigentlich eine Bildhauerin. Ja. Hey Gottfriedli. Das ist gleich. Das kommt mir schon in den Sinn. Ja. Und Amalia Del Ponte, die hat den Laden gemacht, das war eine Freundin von ihm. Und der Laden war halt nicht so flüssig gewesen. Und dann bin ich als Konsulent gekommen. Und er hat mir gesagt, was nicht läuft in diesem Laden.
Und die habe ich mal die Beleuchtung geändert. Und zwar, da ich in der Villa Paradiso die erste Halogenbeleuchtung gemacht habe, habe ich in diesem Laden auch das Halogenlicht gebraucht. Der Laden von Fiorucci hat anscheinend nicht so gut funktioniert. Ja, es ist ein bisschen sehr stiff gewesen. Also irgendwie, ich weiss auch nicht, was es war. Jedenfalls habe ich dann mit meiner Begeisterung, als ich das Halogenlicht entdeckt habe, das man ja nicht kennt hat, im Haus, sondern nur in der Autoindustrie, habe ich ihm das Licht eingebaut in den Laden im San Babila. Und dann hat er mir gesagt, er habe sofort das Doppelte verkauft, seit er die Beleuchtung hat. Und dann bin ich Konsulent von ihm geworden, weil es war auch eine Zeit gewesen, wo man von der Maxi-Röcke auf die Mini-Röcke und von der Mini-Röcke wieder auf Maxi-Röcke ist. Und dann habe ich bei der Ponteur, das ist so ein Stecksystem, wo eigentlich das Gleiche ist, wie wenn sie ein Fassadengerüst haben. Einfach in anderen Dimensionen, also für den Innenausbau. Habe ich mit dieser Ponteur ein System, das ist nicht entwickelt, das hat der Gadovius, der dänische Architekt, erfunden. Aber das habe ich dann angewendet für seinen Laden. Denn das sind Stellungen, die man höher oder kleiner machen konnte, also leicht. Das ist ein Stecksystem. Das hat ein Knotenstück und dann Röhren. Und mit diesem Knotenstück können sie breit, hoch, tief oder was immer machen. Je nachdem, wie lang die Genau. sind. Und das ist natürlich alle seine Kunden, denn der Fiorucci hatte einen Haufen Kunden, es waren nicht seine eigenen Läden, einen Haufen Kunden, die seine Mode vertrieben haben. Und die haben dann alle das System adoptiert. Und so bin ich Konsulent vom Fiorucci. Wir sind auch zusammen zum Beispiel nach London, die Leute anhalten. Ich weiss noch genau, wir sind in der Carnaby Street gewesen, da ist einer mit einer fantastischen Jacke, einer gemalten Lederjacke, vor uns gelaufen. Und dann haben wir den angehalten und haben gesagt, der hat sie für sich gemacht. Und dann hat der Fiorucci dem den Auftrag gegeben, für ihn solche Jacken zu machen. Also das ist lustig, mit dem Fiorucci zu arbeiten. Dann haben Sie auch bei den technischen Sachen mitgeschafft, zum Beispiel beim, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Beraterin von Abeprint in Torino. Ja, Abeprint macht ja Kunststoff und die haben da einen ganz tollen auch Artdirektor gesehen, der Janon. Und die haben mit mir, dabei bin ich involviert gewesen, dass das Image von dem Kunststoff von der Küche oder von dem Labor wegzubringen. Es war ja so etwas wie Kelco. Genau. Von Maika haben wir, ja, genau. Das war eine Konkurrenz von der Arbeit. Und das haben wir gemacht, indem wir Wettbewerb gemacht haben, zum Beispiel in der Schweiz. Da ist noch das Corbusier-Haus von der Heidi Weber gestanden. Dort haben wir unser Headquarter gehabt und haben in der Schweiz auch für Innenarchitekten haben wir einen Designwettbewerb gemacht. Es hat ja damals kein Design, man hat ja nicht vom Design geredet damals. Und da haben wir einen Schweizer Wettbewerb gemacht mit der Abeprint. Das war lustig. Also zum neue Belege herausfinden oder Möbel? Das Image von dem Material, das an die Küche und ans Labor gebunden war, wegzubringen. Also die haben Möbel entworfen zum Beispiel? Ja, mit dem hat zum Beispiel, hat zum Beispiel, und Oberflächen. Da hat zum Beispiel der Janon hat die Finitura 6 hat eine Oberfläche machen lassen, wie ein Zeichnungspapier war. Hat eine Grana gehabt, wie sagt man das auf Deutsch? Hat eine Struktur, ein Korn gehabt, wie ein Zeichnungspapier. Und dann hat man verschiedene Leute, also zum Beispiel Super Studio, hat alle ihre Viereckchen gemacht. Also es hat einen Haufen
nicht nur durch Wettbewerb, auch durch Aufträge. Hat es einen Haufen Mitarbeiter gehabt, sonst haben sie andere Sachen gemacht. Und die Firma hat das alles produziert. Und hat denn Memphis da auch noch eine Rolle gespielt? Natürlich. Der Sandro Mendini, ja, der leider auch nicht mehr unter uns ist, der hat praktisch die Memphis mit dem Sozial zusammen erfunden. Ich war sehr dagegen, denn ich bin aber auch Hausianer. Und Memphis habe ich also das Letzte gefunden. Ja, ist halt aber wir sind alle sehr befreundet gewesen. Der Mendini hat sogar wollen, dass ich in seine Zeitung, er hat Casabella dort redigiert, er wollte, dass ich mitmache. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht schreiben. Denn ich kann alles schwätzen, aber schreiben kann ich noch nie gelernt, Italienisch schreiben. Und von dem Abe-Print-Wettbewerb und so, hat sich dann daraus wieder etwas Neues ergeben? Oder wie sind denn von der einen Beratung zur nächsten, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das gegangen? Hat die eine Beziehung die nächste ergeben oder man hat dort etwas gehört, man hat sie da hingerufen? Also eigentlich in der Industrie ist die einzige Industrie gewesen, aber die Print, die ich beraten habe. Sonst sind es mehr eben de Padova, ein Möbelproduzent. Ja, aber es ist eigentlich keine Industrie. Nein. Jetzt, wenn man so ein bisschen Revue passiert, gibt es etwas, das Ihnen am meisten am Herzen gelegen ist, von den Sachen, die Sie gemacht haben? Also, wenn Sie das wissen, dann ist es Bola. Ich habe leider keine da. Die Bola, die ist auch im MoMA. Das ist der grosse Ballon, den man mir in Murano aufgeblasen hat. Und das ist ja schon ein Wunderwerk, dass man es so gross aufblasen konnte. Und dann fällt das ja durch sein eigenes Schwergewicht ein bisschen zusammen. Und dann hat dann den Teller gegeben, wo die Sachen einfach drauf fliegen. Das ist eigentlich mein Lieblingsstück. Aber ich habe nur in Mailand eins da. Ja, das ist groß. Ja. Und das ist, aber was verbindet Sie denn jetzt so für Emotionen? Ich spüre da stark raus. Es ist auch der Bewunderung für den Handwerker. Ja. Ohne die wären wir nichts. Sie selber hat es nie gereizt, mit den Händen etwas zu machen. Ich habe Weben gelernt an der Dings. Ich habe sogar einen Schal gemacht, den ich jetzt gesucht habe, eigentlich nicht mehr weiss, wo er ist. Und wo ich ja auch Orgel gespielt habe ich auf dem Schal eine Bachfuge gewoben. Denn es ist ja Mathematik, sowohl die Musik als es Mit dem Pedal. Es hat 12 Pedale, der Webstuhl. Und dann habe ich also eine Fuge gewoben, aber ich weiss nicht mehr, wo er ist. Und das Weben, hat Sie das irgendwie dann noch länger beschäftigt? Nein. Oder das Textile? Textil schon, ich habe einen Haufen Textilsachen gemacht. Also Sie haben einen Auftrag gekriegt, etwas fürs textile Design. Für die Teppich eine neue Kollektion zu machen. Und ich habe gesagt, ich mache kein Textildesign, weil das kann ich nicht. Sondern ich gehe Spuren an. Spuren im Schnee, Spuren im Sand, Spuren. Und da habe ich die Spur, die mir am besten gefallen hat, ist die vom Cinturato gesehen. Das ist ein Pneu, das die Pirelli produziert hat. Und da haben sie dann mit dem Dessin, wo der Pneu macht am Boden, haben sie dann die Teppich gewoben, die sie gesehen haben in dieser Publikation hier oben. Und wie hat denn Pirelli auf das reagiert? Eben, Pirelli, die haben ganz schlecht reagiert. Die wollten einen Prozess machen, weil wir haben die Kollektion auch Cinturato genannt. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass mein zweiter Mann ist praktisch der Sohn vom Nummer 2 von Pirelli war. Und ich habe Herrn Pirelli sehr gut kennengelernt durch das. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ja wunderbar, wir müssen ein Monument machen, nicht einen Prozess. Mich hat interessiert, das Handwerkliche, der Bezug zum Handwerklichen. Also die Glasbläserei hat Sie fasziniert. Ja. Das Weben. Ja. Was denn sonst noch? Ja, und eben zum Beispiel da, die Teppich gemacht haben, das ist ja auch gewoben.
Also mit dem Drucken habe ich eigentlich weniger zu tun gehabt. Wir haben ich habe auch mal einen Wettbewerb mitgemacht, wo sie so einen Non-Woven, wo sie auch eine Konsulenz gebraucht haben für einen Non-Woven. Ein Non-Woven ist ein Teppich, der nicht gewoben ist, sondern eben industriell hergestellt und hat darum keine interessante Struktur. Und dann haben wir dort einen Wettbewerb gemacht, um Leute holen, die dann etwas mit dem... Und da habe ich auch den Katalog da oben, was rausgekommen ist. Es war auch kurzfristig, denn die Leute wollen das eigentlich nicht. Stimmt das? Sie haben nie unterrichtet? Doch, einmal. Und dann habe ich 9 Monate gebraucht, um eine Lektion zu präparieren. Also fast wie eine Buschi-Masche. Dann in Venedig, an der UIA heisst sie, glaube ich, die Stuhl. Università Italiana, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst. Und was haben Sie unterrichtet? Design natürlich. Und zwar habe ich kann nicht unterrichten. Erstens bin ich ungeduldig, kann auch nicht lehren wegen dem. Dann entweder der Begriff sein sofort oder sonst mache ich es selber. Aber dort habe ich müssen und dann habe ich sehr viel Dokumentation zusammengesucht und habe sehr viel projiziert. Und die Studenten sind aufmerksam gewesen? Ja. In welcher Zeit ist denn das? In Venedig war das, ja, in den 80er, 70er, 80er Jahre. Genau. Es waren nur ein paar Stunden, es war nicht einmal ein Kurs. Und dann haben Sie gefunden, so, das also lernen kann ich nicht. Gut. Also beraten, entwerfen. Ja, das ist etwas anderes, ja. Sie haben so viele Sachen gemacht. Gibt es einen Begriff, wo Sie würden sagen, das trifft auf Sie zu? Ich bin gut im Kombinieren. Also ich bin gut drin, einen zu finden, der gut fotografiert und einen, der gut redet. Dann finde ich die und dann tue ich die zusammen. Das ist etwas, was mir leicht fällt, von Natur aus. Also auch ein bisschen eine Netzwerkerin. Ja, genau. Eine Netzwerkerin. Und auch der Glaube daran, mit vielen Leuten zusammen. Nicht viele, aber die richtigen. Spezielle, ja. Ist Gestalten eine soziale Aufgabe? Auf jeden Fall. Und als wir angefangen haben wir wirklich, also ich war überzeugt gewesen, am Anfang, wir können mit der Innenarchitektur die Welt verbessern. Bin ich überzeugt gewesen. Und dann? Wenn die Leute richtig... Dann nicht mehr. Denn ich habe natürlich an Sozialbau gedacht und habe gedacht, eben, wenn man endlich Häuser baut, wo die Kästen schon vorgesehen sind, in der Wand sind und das und jenes, dann leben die Leute besser und die Welt wird besser. Das habe ich damals gedacht. Und dann habe ich gesehen, dass es irgendwie ganz anders läuft. Gibt es denn irgendein Schlüsselerlebnis, das Sie so ernüchtert hat? Nein. Einfach so. Verlauf der Zeit. Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückschauen, was macht für Sie die gute Gestaltung aus? Sei das in Innenarchitektur, sei das im Produktdesign? Also das ist schwierig zu sagen, denn in Innenarchitektur ist Licht etwas vom Wichtigsten. Also es hat keinen Sinn, dass Sie irgendwelche tolle Möbel haben und Sie haben ein falsches Licht. Das finde ich, das ist mir immer ein grosses Anliegen. Sowohl die natürliche Beleuchtung als die künstliche. Und bei den Produkten? Und bei den Produkten, less is more. Also ich bin immer der Idee. Zum Beispiel in meiner Konsulenz von der De Padova, da habe ich etwas gelernt vom Zanotta. Der hat gesagt, eigentlich Sofa sollte man nicht designen. Das Sofa, das englische Sofa, muss man einfach den Belag erneuern. Sofa ist ein Sofa und dann braucht es einfach einen Stoff, der sich ändert. Hätte er natürlich auch nicht machen können, denn als Produzent hätte er ja auch jedes Jahr neue Sachen haben. Aber die Überlegung hat mich sehr überzeugt und Madalena ist eingestiegen dafür. Denn diese Sachen, das ist ja kein Design. Die Sofa habe ich gesehen, bei wem jetzt? In einem Modeladen. Hat es die Sofa gehabt, dann habe ich gefragt, ob wir die aufnehmen dürfen. Und dann haben wir die, also in allen, die grossen sind natürlich schöner, aber das ist das klassische, so englische Sofa.
Gibt es etwas in Ihrer langen Karriere, was Sie mal gerne gemacht hätten? Wahrscheinlich schon, aber jetzt weiss ich gerade im Moment nicht. Also ich bin geil. Ich bin nicht wie die meisten Architekten, die unbedingt gerne Wolkenkratzer gebaut hätten. Das nicht. Gut, ich glaube, das war unser Schlusswort.